Bist du zu low für? Oh. Ja, das Problem ist auch, dass sich das überhaupt nicht rentiert. Also XP-technisch zumindest. Weil die Viecher sind ja auf dem gleichen Level wie die Mobs in Kai'Lun. Und ich habe es zwar noch nicht im Detail nachgerechnet, aber es dürfte so sein, dass die Mobs in Kai'Lun viel mehr XP geben. Also XP-technisch würde sich das auch wirklich nicht rentieren. Money-technisch aber. Das sind so Chancen. Ich meine, gut, okay, ist nicht wirklich ein Anfänger-Level-Bereich. Aber das sind so Chancen, die gibt es nicht allzu häufig, wo man nur durch Leveln sich wirklich ein Vermögen aufbauen kann. Weil du neben den NPC-Items, die an sich eh schon nicht schlecht Penya geben, vor allem wenn deine Killtime eine ganz gute ist, dann hast du zusätzlich noch was. Und wenn du mit Party-Skills im Herneos Dungeon immer bei den Captains oder bei denen mit den höchsten Quest-Item-Drop-Chancen, also nicht bei den Smalls levelst oder farmst, in dem Fall ist es dann wahrscheinlich eher nicht leveln, sondern eher farmen. Aber ist ja egal. Vor allem als 1v1 hast du eh nochmal eine erhöhte Drop-Chance. Plus Party-Skills, dann droppt eigentlich fast garantiert jedes Mob 2 Quest-Items. Gut, nicht jedes Mob, aber spätestens jedes zweite wahrscheinlich. Also wenn du so 1500 Mobs die Stunde killst oder Minimum 1000, wirst du halt über 1000 Quest-Items droppen. Und gut, die aktuellen Preise, sag ich mal, die sind unrealistisch. Also gestern waren es 2 Leute, die Shops offen hatten. Und mit 2 Leuten meine ich 3 Charakter, die alle nebeneinander standen. Also stark davon auszugehen, dass das wahrscheinlich alles der gleiche Typ war. Oder gleiche Gilde oder whatever. Also kann man jetzt nicht zu ernst nehmen. Und die Preise waren exorbitant übertrieben teuer. Ich bezweifle, dass irgendjemand die Quest-Items für den Preis kauft, weil dann würde sich das überhaupt nicht mehr rentieren. Dann kannst du auch Kriton einfach sein lassen. Aber ich sag mal so, Minimum 50k wirst du wohl langfristig immer kriegen, je nachdem wie es sich halt entwickelt, weil ich meine, müssten jetzt ja mehr Leute mitbekommen, dass die Quest-Items sehr begehrt sind und nicht so viel verkauft werden. Also ist zumindest meine Hoffnung, dass ein paar Leute anfangen, die zu farmen und dann der Preis ein bisschen gedrückt wird. Plus die Tatsache, dass sie für den extrem hohen Preis nicht gekauft werden von mehreren 100.000 Penya each. Da man ja auch wirklich viele Quest-Items braucht für einen Kriton. Für Kriton auch schwer brauchst du 3x20, also 60 Quest-Items. Wenn da eins 200k kostet, zahlst du 12 Mio für einen Run auf schwer. Und das lohnt sich nicht. Dann machst du 10 Kriton von 120 Mio, droppst einen Brilliant Amethyst, der ist 140 wert. Machst einen Plus-Minus von 20 Mio, hast aber auch Power-Ups und sau viel Zeit investiert. Das wird langfristig keiner zahlen. Ja, also werden die Preise höchstwahrscheinlich wieder runtergehen. Aber ich sag mal so, wenn du bei Minimum 50k, ich sag mal so, alles unter 100k ist deutlich realistischer, weil das, ja, ich meine, das kann man schon zahlen. Alles über 100k wäre für mich persönlich auf jeden Fall zu teuer. Also sagen wir mal so ein Mittelding, so 50k. Von dem Update waren es, glaube ich, nicht mal 30k. 50k als Minimum. Und wie gesagt, momentan kriegst du wahrscheinlich sogar mehr. Aber wer weiß, wie lange noch. Aber dann droppst du quasi mit etwas Glück bei jedem Monster zusätzlich zu deinem Normalverdienst von... Mein Herneos Dungeon hat natürlich nicht die beste Mobdichte, verdient man auf jeden Fall weniger als bei Kraken zum Beispiel. An NPC-Items. Aber du verdienst halt bei jedem spätestens dritten Monster, hast du wahrscheinlich einen Doppeldrop. Quest-Items, wie gesagt, mit Party-Skills im Drop-Bereich etc. Vielleicht sogar Couple-Housing, doppelter Drop-NPC, nochmal 10% mehr Drop-Chance. Jedes Monster, das 2 Questies droppt, über 100.000 Penya. Und das bei über 1000 Monstern. Also machst halt, sagen wir mal im Worst Case mit einer sehr schlechten Killtime, machst du wahrscheinlich zusätzlich 10 Mio. Und im Best Case 20, 30. Und momentan, wenn die Preise noch so viel höher sind als 50k,
Wahrscheinlich sogar 40 Mio die Stunde, nur mit Quest-Items. Natürlich muss man sie auch erstmal verkaufen. Nur weil du jetzt 5000 Quest-Items farmst in 1-2 Tagen, heißt das ja noch lange nicht, dass die auch innerhalb von kürzester Zeit gekauft werden. Aber wie gesagt, momentan, aufgrund von mangelndem Angebot, sieht es ganz gut aus. Also wirst du sie wahrscheinlich schon losbekommen. Wenn du eben nicht so komplett übertreibst wie manch andere Leute, preistechnisch. Dann werden die schon relativ gut weggehen. Und dann hast du ja zusätzlich eben noch deine NPC-Items. Also kannst du da wahrscheinlich auf... Also wenn du eine sehr gute Killtime hast, kannst du momentan wahrscheinlich locker auf 50 Mio die Stunde kommen. Und ja, mehr kannst du nirgendwo verdienen. Also 50 Mio die Stunde macht niemand in Kailun. Das ist fast schon Niveau, naja, nicht wirklich, aber ich sag mal so, früher wäre das nur möglich gewesen mit Level-Service, 50 Mio die Stunde zu machen. Und jetzt momentan kannst du es einfach so machen, nur mit gedroppten Items von Monstern. Ist schon nicht schlecht, also sollte man schon ausnutzen. Also solche Chancen sind meistens flüchtig. Weil wie gesagt, wenn das halt mehr Leute mitbekommen, und ich meine, das ist jetzt auch kein Levelbereich, wo sich niemand drin aufhält. Also die Monster-Kusch sind 160, 61, 200, 300, 160 bis 165. Also Herneos Dungeon Mobs fangen an 160 bis 65. Und sind damit halt in einem Levelbereich, wo sich die allermeisten Spieler aufhalten. Also selbst mit 165 kannst du sie noch farmen. Lohnt sich dann natürlich XP-technisch und so nicht mehr ganz so sehr. Oder 166. Wie gesagt, weil du ja eigentlich dann eher nach Kailun, also wenn es dir wirklich um XP gehen würde, würdest du natürlich schon längst nach Kailun gehen. Und allein schon Mobdichte und so weiter ist in Kailun natürlich viel besser. Aber das ist schon ein zusätzlicher Anreiz. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt 160 wäre, ich würde in Herneos Dungeon gehen. Ich würde sagen, scheiß auf die XP. Ich level ja trotzdem. Würde wahrscheinlich Party auf Level stellen, wenn ich meine Leecher noch irgendwie leveln müsste oder so, für irgendeine Quest oder whatever. Und würde dann da mir eine goldene Nase farmen. Also ich meine, wenn du sagst, jeden Tag eine Stunde, Entschuldigung, jeden Tag 3 Stunden. Ich meine, momentan haben ja auch noch viele Leute Urlaub. Jeden Tag 3 Stunden, 21 Stunden die Woche, wenn wir bei Minimum 50 Mio pro Stunde bleiben. Da machst du innerhalb von einer Woche 1 Milliarde Penya nur durch Leveln. Also klar, es ist jetzt nicht so ultra heftig. Aber das Heftige ist ja, dass es mit nichts tun. Also du machst ja nichts dafür. Du bist nicht am Resellen, du bist nicht am Gamblen. Es ist einfach straight up Cash. Das ist schon heftig. Also das gibt's nicht häufig. So ähnlich müsste es am Anfang gewesen sein in Kailun. Wo die Hundur-Questies zum Beispiel so teuer waren. Also es hat sich mittlerweile beruhigt. Aber die wurden ja für horrende Preise, also auch für über 100.000 verkauft. Da war es im Endeffekt das Gleiche. Du levelst hier einfach, hast ein paar tausend Quest-Items und verkaufst sie dann einfach für zig Millionen. Und das einfach on top zu allem, was du sonst noch so droppst. Und das hält natürlich nicht lange. Also die Kailun-Questies sind schon deutlich runtergegangen, weil natürlich die meisten Leute die Quests jetzt einfach schon abgeschlossen haben. Und dass es halt einfach keine Nachfrage mehr gibt und außerdem sehr viel Angebot. Gut, Hundur ist vielleicht nicht so ultra viel Angebot, aber von allen anderen Questies gibt es mehr als genug. Vermutlich. Und selbst Hundur-Questies habe ich auch schon für 50.000 gesehen. Vor einer Woche. Also schon sehr schnell runtergegangen. Einziger Unterschied bei Herneos ist halt, dass es halt kein so attraktives Levelgebiet ist. Und, ja. Es halt nur in Anführungszeichen 6 Level sind. Also eben 160 bis 65. Wenn du dann einmal raus bist, wirst du halt nicht mehr so gerne dahin gehen. Aber für jeden in dem Levelbereich, und das heißt auch schon davor, also 150 könnte man fast schon reingehen. Vielleicht ein bisschen höher, 152 oder so. Leveldifferenz ist nicht ganz unwichtig. Aber ja, also in dem Bereich kann man momentan gut farmen. Ich weiß halt auch nicht, ob die Leute, die so viele Quest-Items haben, ob die dann wirklich gefarmt haben oder ob die auch dann einfach kaufen. Weil ich habe vor 2-3 Wochen habe ich noch richtig günstige Dreadfin Tooth gekauft.
In Coral Island sogar war ein Shop. Und ich könnte mir vorstellen, weil die haben teilweise über 15.000 Quest-Items von einem Ding, also Dread's Gale Medallion zum Beispiel, gehabt. Kann mir schon vorstellen, dass die das dann auch einfach resellen und gar nicht gefarmt haben. Aber das weiß ich nicht. Ist eigentlich auch vollkommen egal. Tatsache ist auf jeden Fall, es gibt extrem wenig Angebot. Also für jeden in dem Levelbereich eine Möglichkeit, nur durch Leveln, beziehungsweise Farmen von normalen Monstern, unfassbar viel Kohle zu verdienen. Die man so niemals verdient, wenn man einfach nur levelt, ohne Level-Service oder so. Schon nicht schlecht. Ich habe leider keinen Charme mehr in dem Levelbereich. Mein niedrigster Charme wird heute 165. Also mein niedrigster aktiver Char, der auch Equipment hätte oder gespielt wird.